man sich mal vorstellen. Normal können das Kindergartenkinder und die Rita konnte es nicht. Und jetzt auf einmal gelang ihr das. Wieder 4 Monate später. Wow. Ja, und da war sie natürlich. Wieder ein komplett anderer Mensch. Wie war Ritas Situation, bevor sie zu dir gekommen ist? Also sie war im Kindergarten relativ unauffällig, sie war sehr vorsichtig, sie mochte nicht auf hohe Spielgeräte, sie bewegte sich lieber unten am Boden und als sie dann zu mir in die 1. Klasse kam, war es ähnlich als im Sportunterricht. Sie wollte nicht an die Sprossenwand, also die 2. Stufe war schon zu hoch. Sie schaute immer erst, was die anderen machen. Beim Balancieren auf der Langbank war sie sehr unsicher. Sie konnte also nicht vorwärts laufen, sondern sie lief seitwärts, immer ein Stück weiter, also behält die Richtung. Also das zeigt Unsicherheiten auf. Und das Gleiche zeigte sich bei den Buchstaben. Wenn wir Buchstaben geübt haben, machte sie manchmal umgekehrt, manchmal konnte sie die Linie nicht einhalten, zu groß oder zu klein, oder sie schrieb über die Linien und hatte Schwierigkeiten, diese Buchstaben normgerecht zu lernen. Hat man bei ihr im Kindergarten da irgendwas schon feststellen können? Ja, im Kindergarten trug sie ja eine Brille. Das heißt, sie war bei einem Augenarzt gewesen. Das heißt, irgendwas stimmte nicht. Sie hatte auf jeden Fall aus medizinischer Sicht schon mal eine Brille. Ist ja eine medizinisch indizierte Messung. Und sie war weitsichtig und hat deswegen schon eine dicke Brille gehabt. Und dann denkt man, naja, das Kind ist gut versorgt. Was war der Wunsch von der Rita? Was hat sich die Rita gewünscht? Das, was sich alle Kinder wünschen. Einmal eine 1 schreiben, einmal der Beste zu sein oder einmal die Beste zu sein. Einfach ein Lob zu bekommen, einfach gut zu sein, einfach Freude an der Schule zu haben, mit den anderen, und dass man nicht vielleicht gehänselt wird und dass man einfach Teil hat, mit den anderen am Unterricht Freude hat. Ich glaube, das will jeder Schüler, ausnahmslos. Was hat die Sache für die Rita so schwierig gemacht? Also bei der Rita fiel mir es halt auf, dass sie eben die Linien nicht halten konnte. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich den Test mal mit der ganzen Klasse. Und dann habe ich mit denen den Slalom-Test nach Domniczak gemacht und so sah der aus. Und das muss man sich mal vorstellen. Normal können das Kindergartenkinder auf besser machen. Und die Rita konnte es nicht. Also sie kann noch nicht mal richtig um die Punkte fahren. Dann fährt sie durch die Punkte. Wenn wir jetzt die blaue Linie nehmen, dann fährt sie hier so. Sie fährt durch die anderen Punkte durch und sie merkt es noch nicht mal. Und das nennen wir verzögerte Wahrnehmung. Das ist auch wie beim Sprechen, wenn man undeutlich spricht. So ist es bei ihr eigentlich gewesen. Und es war also sehr auffällig. Und daraufhin habe ich die Mama angesprochen. Und die kam dann in die Schule und ich habe ihr das gezeigt. Die Mama kommt aus dem medizinischen Bereich und die hat sofort gesagt, also da werden wir gleich handeln. Und sie hat es gemacht und die Rita wurde vollständig gemessen. Das war eine starke ESO. Sie hat nach innen geguckt. Und zwar, das hat man bei ihr gesehen, wenn sie müde wurde, hat sie nach innen geguckt. Was war die Veränderung, die Rita dann durchlaufen hat? Ja, die Rita konnte auf einmal konzentriert schauen. Sie war ausdauernd beim Schreiben und vor allen Dingen, das, was sie schrieb, war richtig und sie hielt die Linien ein. Und das war jetzt der Nachverbogen. Das war jetzt kurze Zeit später, machte ich diesen Nachverbogen und da hatte sie jetzt schon diese. Wann war der erste? Der war am 13. Mai der ersten Klasse. Das heißt Juli, also 4 Monate später. Ja, 4 Monate später, muss man sich vorstellen. Sieht komplett anders aus. Und ich halte es mal dagegen, dass man das mal sieht. Ja. Komplett anders. Komplett anderer Mensch. Ja, und die nächste Steigerung wieder kommt. Und es macht natürlich Freude, wenn man das dann sieht. Und wenn ein Kind aufblüht. Und das war jetzt am 18. November, schrieb sie dieses Übungsdiktat. Wow. Das sieht ja gigantisch aus. Ja, die hatte vorher so große Probleme beim Schreiben und jetzt auf einmal gelang ihr das. Wieder 4 Monate später. Wow. Ja, und da war sie wieder ein komplett anderer Mensch. Ja, und da war sie natürlich sehr glücklich. Die Mama natürlich auch. Und
Das muss man dazu sagen. Nicht nur die Eltern sind glücklich, nicht nur die Kinder sind glücklich, aber auch die Lehrerinnen, die Lehrer sind dann glücklich. Wir wollen ja Erfolg haben und es ist ja immer schwieriger, Erfolg zu erleben. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass die Kinder Erfolg haben.